Servus, schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir ein wunderbares Brot, ganz ohne Hefe, super knusprig von außen und mit einer flaumig leichten Krume. Das hefefreie Brot ist die perfekte Lösung für alle, die spontan backen wollen und keine Hefe vertragen. Es geht absolut blitzschnell, gelingt einfach und schmeckt wunderbar herrlich. Bekanntermaßen braucht gutes Brot auch nicht viele Zutaten, deswegen starten wir bereits damit, unseren Arbeitsplatz einzurichten. Dann geben wir auch bereits 750 Gramm Weizenmehl Typ 55 in die Schüssel. Nun gebe 1,5 Packungen Backpulver hinein, das darf auch Weinstein-Backpulver sein. Letzteres ist allerdings ideal für die Bio-Küche. Nun gibt es 15 Gramm Salz zum Mehl. Meines ist ohne Rieselhilfe, deswegen klebt das ein wenig, aber ich vermute, das weißt du bereits. Nun vermenge die trockenen Zutaten miteinander, sodass alles schön verteilt ist, und mach dir eine Kuhle. Und ganz unkompliziert geben wir 525 Milliliter kaltes Wasser hinein. Du kannst den Teig nun ganz einfach in deine Küchenmaschine geben, um ihn schnell und gleichmäßig für 5 Minuten zu verkneten. Alternativ funktioniert das auch mit den Knethaken deines Handrührgeräts, falls du keine Küchenmaschine zur Hand haben solltest. Beide Methoden sorgen jedoch dafür, dass der Teig gut durchgeknetet wird und natürlich die richtige Konsistenz erhält. Nach etwa 5 Minuten ist dein Teig butterweich geworden. Nun muss aber zuerst mal die Küchenmaschine oder deine Knethaken von dem Teig befreit werden. Der ist nämlich richtig schön klebrig, wie du sehen kannst. Nun wird es absolut super easy, denn ihr müsst euch einfach nur eure 30 cm Springform richten. Kleidet diese mit Backpapier aus, dann wird einfach nur der Teig zusammengerafft und ab in die Backform damit. Genauso wie du es bei mir sehen kannst. Nun wird der Teig einfach nur gleichmäßig in der Backform verteilt. Drücke ihn in die Ecken jeweils richtig fest hinein, so wie du es bei mir sehen kannst. Varianten dazu schreibe ich dir in die Videobeschreibung. Das war es dann auch, und der Teig kann nun für die nächsten 45 Minuten bei 200 Grad in den vorgeheizten Backofen gegeben werden und natürlich knusprig ausgebacken werden. Da ist es auch schon soweit und das Brot kommt fantastisch aussehend und wunderbar wohlig duftend aus dem Backofen raus. Nun entferne einfach die Backform und rühre die Topfprobe am Boden durch. Denn nur wenn es sich hohl anhört, dann ist es durch und auch fertig gebacken. Zu guter Letzt sollte das Brot auf einem Gitterrost auskühlen, damit es von unten einfach nicht matschig ist und die Restfeuchtigkeit entweichen kann, so dass du eine knusprige Krume auch von unten erhältst. Und wie sich das anhört? Genau so. Nun zeige ich dir natürlich noch die Krume von innen. Eine wunderbare, feinporige Krume mit einem herrlichen Mundgeschmack, wirklich super. Genau so was begeistert mich. Und nun kann ich euch leider nur wieder viel Freude beim selber Backen wünschen, guten Appetit, gutes Gelingen vor allen Dingen und lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!